Ich bin Lydia Pelzer, ich habe an der Uni Potsdam Patholinguistik studiert und habe dann anschließend promoviert. Während der ganzen Promotionszeit habe ich aber schon praktisch gearbeitet in einer logopädischen Praxis in Potsdam und habe dann 2010 im Januar meine eigene logopädische Praxis in Nauen gegründet. Den Gedanken an die Selbstständigkeit hatte ich schon länger im Kopf, schon während der Promotionszeit und auch weil ich ja währenddessen schon praktisch gearbeitet habe, hat mich das schon immer irgendwie interessiert und natürlich hat es mich auch gereizt, eigene Ansätze und die eigene Unternehmensphilosophie umzusetzen in der praktischen Arbeit und eben ein bisschen mehr mitbestimmen zu können. Bei der Praxisgründung gab es natürlich im Vorfeld eine Menge zu organisieren. Ich war damals in der Elternzeit mit meiner zweiten Tochter und hatte glücklicherweise dadurch etwas mehr Zeit, das alles ruhig anzugehen. Ich habe dann auch von einer Freundin erfahren, dass es dieses Gründercoaching an der Uni Potsdam gibt. Da habe ich mich erkundigt und dann beworben und wurde nach dem Assessment Center, nach diesem Auswahlverfahren in dieses Programm aufgenommen und habe durch eine Potsdamer Unternehmensberaterin ein wirklich tolles Coaching bekommen, was mir ganz toll dabei geholfen hat, diesen Businessplan zu schreiben, die Vorbereitung auf Gespräche mit gewissen Geschäftspartnern, Ärzten, aber auch in der Vorbereitung erster Werbemaßnahmen, mich da einfach ein bisschen sicherer zu fühlen und die ersten Schritte zu gehen. Überraschenderweise gab es gerade am Anfang erstaunlich wenig Schwierigkeiten. Ich hatte sehr schnell viel Zulauf von neuen Patienten, sodass ich wirklich zügig viel zu tun hatte. Und es ergab sich dann dadurch auch schnell das Problem, dass ich alleine das nicht mehr schaffen konnte, dass es einfach so viele Patienten gab, dass ich vor der Wahl stand, jetzt eine Warteliste aufzubauen oder mir Unterstützung zu holen, dadurch, dass ich eine weitere Therapeutin einstelle. Das Tolle an meinem Beruf ist eigentlich die Vielseitigkeit. Ich arbeite ja mit erwachsenen Patienten zusammen und mit Kindern als Patienten, natürlich auch mit den Angehörigen oder Eltern der Patienten, mit den Ärzten und auch mit anderen Therapeuten, sodass mal ein interdisziplinärer Austausch vorhanden ist. Wichtig für mich ist auch, dass ich ständig am Ball bleibe und die Therapiemethoden versuche, den neuesten Forschungsergebnissen anzupassen. Und ja, es ist natürlich auch interessant für mich, die unternehmerische Seite, also mein eigener Chef zu sein, eben auch in Kontakt zu treten und Verhandlungen zu führen mit Behörden, mit Geschäftspartnern. Das sind auch Sachen, die mich immer wieder herausfordern. Ich glaube nicht, dass ich jetzt die geborene Gründerin oder die geborene Chefin bin. Gerade die betriebswirtschaftlichen Bereiche haben mir schon am Anfang Schwierigkeiten oder eben häufiger Kopfzerbrechen bereitet, weil ich ja aus einem medizinischen Bereich komme. Und da hat mir schon das Gründercoaching sehr geholfen, gerade beispielsweise bei der Erstellung des Businessplans, was für mich erstmal so ein Buch mit 7 Siegeln war. In der fachlichen Richtung ist es natürlich wichtig für mich und eigentlich glaube ich für alle, dass ich mich da ständig fortbilde, auch Selbststudium betreibe, aber eben auch Fortbildungen besuche. Trotzdem gibt es ständig neue Herausforderungen. Der Umgang mit den Patienten, mit den Angehörigen, mit den Ärzten, auch rechtliche Sachen, die abgeklärt werden müssen, bilden immer wieder Sachen, wo man drüber nachdenken muss und wo ich auch ständig mich vor neue Herausforderungen gestellt sehe. Für mich ist die Selbstständigkeit beides, Beruf und Berufung. Ich bin glücklich und zufrieden mit der Entscheidung. Natürlich gibt es auch Momente des Nachdenkens und des Zweifelns, aber insgesamt bin ich zufrieden damit, wie es jetzt läuft.